Wuhu, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video mal etwas Besonderes. Und zwar hat Kev mich angefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, den LS50 Wireless 2 mir genauer anzusehen. Und ich denke, das wird spannend und da schauen wir mal in diesem Video, was er hier so kann und für wen das vielleicht was ist. Also bleibt doch einfach dran. Los geht's. Euer Speaker Shocker. Aber kurz etwas zu Kev selbst. Kev ist ein britischer Lautsprecherhersteller, welcher von Raymond Cook 1961 in Maidstone, Kent gegründet worden ist. 1961, jetzt haben wir 2021. Happy Birthday an Kev an dieser Stelle, freut mich richtig sehr. Und Kev, das ist die Abkürzung für Kent Engineering Foundry, also sagt auch eigentlich schon aus, wo dieser Lautsprecherhersteller herkommt. Denn Kent, das ist so eine kleine Ortschaft von Maidstone und Maidstone ist auch irgendwie eine kleine Ortschaft in Großbritannien. Eine interessante Sache auf jeden Fall, denn ich meine, ich hätte mal gelesen zu haben, dass er irgendwo eine alte Lagerhalle gefunden hat in Kent und sich dort dann eigentlich sein Unternehmen aufgebaut hat, der Raymond. Aber jetzt schauen wir uns den LS50 Wireless doch einfach mal genauer an. Optisch legt der Kev LS50 auf jeden Fall schon mal stark los. Er hat eine Höhe von 30,5 cm, eine Breite von 20 cm und eine Tiefe von 31,1 cm. Und dabei bringt er ein stattliches Gewicht von knappen 20 Kilogramm auf die Waage. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich und damit rechnet man auch erstmal nicht, wenn man ihn aus dem Karton rausholt. Sehr schön finde ich, dass man die Lautsprecher in unterschiedlichen Farbvarianten bekommt. Und das finde ich, das ist mal eine nette Abwechslung als immer nur diese Standardfarben. Auch optisch fällt der LS50 mächtig auf. Das sieht man so gar nicht. Denn Kev ist dafür bekannt, gerade in Lautsprecherentwicklung sehr viel Mühe und Zeit reinfließen zu lassen. Ich habe hier die rote Farbvariante zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen und auf dem ersten Blick sieht es irgendwie nach ein bisschen zu viel Kunststoff aus, hat irgendwie ein bisschen was vom Kühlschrankdesign. Aber das wirkt jetzt nicht irgendwie günstig oder sowas, besonders nicht, wenn man das gesamte Gehäuse oder den gesamten Lautsprecher einfach mal in die Hand nimmt. Denn der ist ordentlich schwer und es fühlt sich so an, als wäre der Lautsprecher, als wäre das Gehäuse irgendwie aus einem Aluminiumblock gefräst worden und damit man das Aluminiumblock nicht irgendwie direkt so sieht, wurde das Ganze schön mit Kunststoff ummantelt. Das sieht eigentlich doch ganz gut aus und besonders hier dieses glänzende, oh ja doch, das gefällt mir dann doch schon sehr. Ist nur auf den ersten Blick erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sogar an der Rückseite des Lautsprechers sieht man, dass der Designer sich da keine Pause gegönnt hat. Selbst die Kühlrippen wurden hier irgendwie schön verkleidet, damit das Gesamte irgendwo noch ein bisschen hübscher aussieht. Anschlüsse stehen uns hier bei dem Hauptlautsprecher auch eine ganze Menge zur Verfügung. Da haben wir hier zum einen den HDMI eARC Anschluss, also mit dem Enhanced Audio Return Channel. Dann haben wir einen Toslink Anschluss, einen Koaxialanschluss, 3,5 mm Klinke Stereo steht uns hier auch noch parat und Bluetooth 4.2 ist auch gar kein Thema. Dazu ist noch der Ethernet-Anschluss da. Der ist dafür da, damit wir den zweiten Lautsprecher mit dem Hauptlautsprecher verbinden können. Ein Subwoofer-Ausgang darf hier natürlich auch nicht fehlen. Bei dem anderen Lautsprecher haben wir dann den Ethernet-Anschluss für das Lautsprecherkabel von dem kommenden Lautsprecher und ebenfalls noch einen Anschluss für den aktiven Subwoofer. Das Interessante bei diesem System ist, wir haben hier nicht das Master-in-Slave-Verfahren, das heißt, dass der Master die Verstärker beherbergt und der andere Lautsprecher passiv ist. Nein, hier hat jeder Lautsprecher seine eigenen Verstärker für sich selbst. Und jeder Lautsprecher, da kann man auch noch einen Subwoofer dran anschließen. Der USB-Anschluss ist lediglich für Servicezwecke von Kev gedacht. Die Bedienung des Lautsprechers ist meiner Meinung nach auch relativ einfach gehalten. Wir können das Ganze einmal an dem Hauptlautsprecher auf den oben angebrachten Touchpanel bedienen. Eine Fernbedienung haben wir auch noch dabei. Die Fernbedienung ist auf das Wesentliche konzentriert, nicht wirklich mit Tasten überladen. Das finde ich gut. Das Wichtigste lässt sich auf jeden Fall steuern. Nicht so schön ist das Bedien-Touchfeld oberhalb des Hauptlautsprechers. Dieses reagiert manchmal gar nicht oder hakelig. Am meisten und am einfachsten lässt sich der Lautsprecher doch tatsächlich über die App bedienen. Allerdings ist das erstmal ein kleiner Stolperstein, denn die App, die möchte erstmal natürlich den Lautsprecher kennenlernen. Man muss den Lautsprecher einrichten und das hat bei mir nur in Verbindung mit Google Home funktioniert. Also ich musste mir erst eine Google Home App runterladen und in dieser Google Home App konnte ich dann die Lautsprecher dann konfigurieren, so dass die Kev Connect App die Lautsprecher dann auch vernünftig erkannt hat. Warum man das so macht,
Weiß ich nicht. Es hat wahrscheinlich den Sinn, dass man dann alles schön über Google direkt steuern kann mit einer Sprachsteuerung oder sowas. Aber in der App selber können wir dann einige Sachen vornehmen. Wir können direkt einstellen, von welcher Musikquelle wollen wir denn jetzt Musik hören. Soll es ein Streamingdienst sein? Da können wir einige auswählen. Soll es der ein oder andere Eingang sein? Das ist alles gar kein Problem. Auch hier können wir ein paar klangliche Einstellungen vornehmen. Hier können wir zum Beispiel einstellen, ob wir vielleicht ein bisschen mehr die Höhen haben möchten, wo wir die Lautsprecher aufgestellt haben. Also haben wir sie zum Beispiel nah an der Wand aufgestellt, dann haben wir einen sogenannten Wandmodus. Haben wir sie auf dem Schreibtisch stehen, dann haben wir so einen sogenannten Schreibtischmodus. Was das gesamte klanglich ausmacht, das schauen wir gleich mal in den Messungen genauer nach. Schön ist auch in der App, dass wir einstellen können, welcher Lautsprecher den rechten Kanal und welcher den linken Kanal wiedergeben soll. Denn serienmäßig ist es so, dass der Hauptlautsprecher, der mit den gesamten Anschlüssen, dass der den rechten Kanal wiedergeben soll. Den hatte ich bei mir bei links stehen und da fand ich es gut, dass man das Ganze tauschen kann. Richtig gut. Schön ist auch, dass wir hier einstellen können, wenn wir einen Subwoofer anschließen, wie viele Subwoofer haben wir angeschlossen und wie soll der Subwoofer denn laufen. Also das ist nicht, dass es irgendwo eine Festeinstellung ist, 120 Hertz, 80 Hertz oder wie auch immer. Nein, das können wir hier wunderbar einstellen und eine Phase können wir auch korrigieren. Und das ist klasse, dass wir hier sowas haben und die App funktioniert tadellos. Ich hätte es aber noch irgendwie besser gefunden, wenn man, ihr werdet es gleich sehen mit den Messungen, wenn man das Ganze mit dem Schreibtisch und Wandmodus, wenn man, das ist zwar nett gemacht, aber einen eigenen Equalizer, so wie man das haben möchte, hätte ich da vielleicht ein bisschen praktischer gefunden. Am auffälligsten dürfte aber definitiv die Front des Lautsprechers sein. Erstmal aufgrund der Form der Front und wegen dem Chassis, welches besonders auffällt. Das ist das sogenannte Uniq-Chassis, so nennt Kev es selbst, und das beherbergt gleich zwei Chassis auf einer Achse. Da haben wir zum einen eine 25 mm belüftete Aluminiumkalotte mit, passt auf, einer Metamaterialabsorptionstechnologie. Darum wird der Hochtöner auch gerne Meta-Lautsprecher oder Meta-Hochtöner genannt. Aber was ist denn jetzt das? Folgendes: Ein Lautsprecher, Tauchspulenlautsprecher, der gibt ja nicht nur nach vorne den Schall aus, auch ins Gehäuse zurück. Und man möchte das eigentlich so gut wie vermeiden. Gerade bei einem Hochtöner, wenn wir ein Bassreflexsystem haben, dann ist es nicht von Vorteil, wenn wir die Höhen nochmal aus dem Gehäuse raus aus dem Bassreflexkanal hören. Das will man tunlichst vermeiden. Und Kev hat sich hier gedacht, ja, der Schall, der zurück ins Gehäuse geht, den verarschen wir jetzt mal. Und da hat sich Kev gedacht, wir bauen dem Schall extra was in den Hochtöner rein, dass er sich verliert. Und das sieht aus wie so eine Art Labyrinth, wo der Schall reingeht und sich dann im Labyrinth quasi verläuft und in Wärme, in nichts verschwindet, so dass man im Gehäuse selbst von den Höhen nichts mehr hört. Dazu gesellt sich noch der 130 mm Mitteltieftöner mit einer Aluminiummembran. Jeder Lautsprecher hat hier seine eigenen Verstärker. Als Hochtonverstärker kommt hier eine Class A B Endstufe mit 100 Watt zum Einsatz und für die Mitteltieftöner eine Class D Endstufe mit 280 Watt zum Einsatz. Also insgesamt 380 Watt pro Lautsprecher oder Systemleistung 760 Watt werden angegeben. Heidewitschka, das ist eine Menge und ich frage mich, warum macht man das? Denn selbst wenn ich es richtig laut hatte, bin ich niemals auf 40 Watt pro Lautsprecher drüber gekommen. Denke ich mal, das LS50, das 50 dafür die 50 Watt steht, das halte ich auf jeden Fall für sehr viel glaubwürdiger. Ich glaube nicht, dass Kev es nötig hat, und besonders nicht in dieser Preisklasse, mit solchen Wattangaben irgendwo dahin zu schreiben. Ich finde das nicht gut. Ich weiß auch nicht, wie man auf solche Werte kommt, aber sei es drum. Ein Frequenzgang gibt der Hersteller von 45 bis 28.000 Hertz plus minus 3 dB an. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Messung im Raum ansehen, dann sehen wir tendenziell schon mal die Richtung, wo es bei dem Lautsprecher hingeht. Und guckt euch das mal an, liebe Leute. Das sieht doch richtig gut aus, oder nicht? Wir haben zwar eine kleine Überhöhung bei 100 bis 200 Hertz, aber das passt soweit. Das ist die Einstellung ganz normal, so wie wenn ihr den Lautsprecher das erste Mal einschaltet oder so. Da ist gar nichts voreingestellt. Jetzt können wir in der App noch einstellen, dass wir vielleicht eine Basserweiterung haben möchten. Und als ich das betätigt habe, auf wenig, normal oder stark, da habe ich erst gar nichts raushören können. Ich habe gedacht, das wäre nur was, wenn man den Subwoofer anschließen würde. Aber wenn wir in der Messung sehen, wenn man den Bass doch anhebt, dass sich da doch was ändert oder wenn wir es auf wenig stellen, dass sich hier im Tiefbassbereich doch ein bisschen was ändert. Kommen wir jetzt mal zu diesem Schreibtischmodus oder Wandmodus, was es damit auf sich hat. Fangen wir mal mit dem Schreibtischmodus an. Da ist es so, wenn wir diesen aktivieren, dann können wir das auch in dB-Schritten einstellen, dass sich die Bässe zwischen 80 und 300 Hertz, dass wir die zum Beispiel massiv absenken können. Warum man das Ganze so nennt,
weiß ich auch nicht. Und im Wandmodus ist es so, wenn wir den Lautsprecher nah an der Wand stellen, dass wir da den Tiefbassbereich massiv absenken können. Das ist eine gute Sache, denn gerade wenn wir Bassreflexröhreöffnungen hinten raus haben zur Wand, dass wir da dann Dröhnen gut wegnehmen können. Ich finde es gut, dass sie das Wandmodus genannt haben, für manche Leute, die das vielleicht gar nicht wissen, warum der Lautsprecher dröhnt, wenn die Bassreflexrohre nach hinten sind und der nah an der Wand steht. Klanglich spielen die Lautsprecher extrem, also wirklich sehr, sehr, sehr direkt. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil wir eine Punktschallquelle haben, weil halt der Mitteltieftöner und der Hochtöner auf einer Achse ist. So haben wir keine Laufzeitunterschiede mehr, dass alles auch gleichzeitig bei euch am Ohr ankommt. Und als ich die Lautsprecher zum ersten Mal eingeschaltet habe, da hatte ich King of Queens einfach laufen, einfach nur zum Gucken, ob es geht. Und das hat sich angehört, Doug Heffernan, als der gesprochen hat, als würde es nicht aus dem Fernseher oder aus dem Lautsprecher kommen, sondern als würde der hier im Raum stehen und sich mit mir unterhalten. Das hat sich nicht angehört, als würde es aus dem Lautsprecher kommen, sondern wirklich, als würde da ein realer Mensch stehen, wo das aus dem Mund rauskommt. So hat sich das angehört und ich glaube, das liegt doch einfach an der Form der Front, wegen dem Abstrahlverhalten, was sich dann aus der Form der Front des Lautsprechers halt ergibt, dass sich das so anhört, wie es sich anhört. Denn das ist wirklich schon irgendwo richtig imposant und genial. Bei Kim Wilde ist mir allerdings aufgefallen, aus den 80er Jahren die Musik dann, wenn die gute Dame dann ein bisschen zu sehr schrill ist und man hat es ein bisschen zu laut, dass es dann doch ein bisschen zu schrill schon ist und es hört sich teilweise echt von dem Lautsprecher, weil er so direkt spielt, so an, als würde es nicht jetzt irgendwo im Raum sein, sondern direkt im Gehörgang. Das ist auf der einen Seite erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kann aber vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein. Gerade im Mittel-Hochton- und im Hochtonbereich spielt der Lautsprecher sehr, sehr detailliert und da sind mir zum Beispiel Sachen aufgefallen bei Bette Davis Eyes von Kim Carnes. Ich höre das Lied jetzt nicht ganz so häufig, aber da sind mir Sachen aufgefallen, Details, die mir noch nie irgendwo aufgefallen sind. Und das ist auch so eine Sache bei dem Lautsprecher, weil er so viele Details zutage führt, die man sonst nur so unterschwellig wahrgenommen hat, führt das häufig dazu, dass man sich die Musik nicht einfach nur anhört, sondern dass man wirklich anfängt, jetzt jedes einzelne Lied zu analysieren, weil der Lautsprecher einen die ganzen Details so um die Ohren knallt. Und das kann mitunter dazu führen, dass die Musik einen so gar nicht mehr so richtig Spaß macht, weil es wird anstrengend, wenn man ewig die Musik anfängt zu analysieren. Und das habe ich mit diesem Lautsprecher erlebt in den ersten Augenblicken, in den ersten Tagen, dass ich echt angefangen habe, die Musik zu analysieren, weil ja, der bietet es einem so. Sagenhaft ist auch, was der Lautsprecher dir für eine Räumlichkeit in den Raum reinbringt. Es ist so, dass er irgendwie eine schöne Bühne macht, aber nicht bei jedem Lied. Ja? Bei manchem Lied ist die Bühne sehr viel breiter, als man eigentlich meinen könnte, was er ist. Und bei manchen ist es einfach ein bisschen schmaler. Das kommt immer je nachdem, was für ein Lied an. Das fördert er dann hier auch noch zutage. Und das ist erstaunlich, weil so riesengroß ist der Lautsprecher eigentlich nicht. Auch im Bassbereich gut, können wir jetzt keine riesigen Wunder erwarten und das Ganze mit dem Standlautsprecher vergleichen. Aber was da hier schon wieder bei rumkommt, das ist auch schon wieder sagenhaft. Und wenn man die ganzen Lautsprecher jetzt noch einwinkelt, sich zum Hörplatz oder so, dann kann man jetzt das mit der Räumlichkeit noch ein bisschen verstärken oder halt den Direktschall ein bisschen verstärken, so wie man das Ganze haben möchte. Was mir allerdings aufgefallen ist, er macht zwar eine schöne breite Bühne in diesem Bereich, aber so oben und unten, da ist er eher ein bisschen schmaler. Da habe ich schon andere Lautsprecher gehabt, da habe ich gedacht, pass mal auf, hier geht ja nach oben was und da und hier. Er ist irgendwie so, nur so ein bisschen so, nicht so nach oben und unten, ist mir aufgefallen. Was mir manchmal auch aufgefallen ist, die Tiefenstaffelung. Bei manchen Liedern ist es so, dass man mittendrin ist und manchmal habe ich das Gefühl, hey, pass mal auf, die hinteren Lautsprecher, sind die noch an, sind die an? Wahnsinn nicht. Hörte sich aber so an, als würde dann von hinten auch nochmal irgendwas kommen. Und bei manchen anderen Liedern hatte ich das Gefühl, der Sound hört hier vorne auf und kommt gar nicht mehr bis nach hinten durch. Das ist auch wieder liedabhängig und aufnahmeabhängig. Also auch das fördert der Lautsprecher stark zutage. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Ist es eher ein Lautsprecher oder ist es ein Werkzeug? Ein Werkzeug für die Leute, die Audiobearbeitung machen am Schreibtisch, Videoschnitt oder sowas. Denn da könnte ich mir das Gesamte auch gut vorstellen. Gerade bei dem relativ linearen Frequenzverlauf kann ich mir den sehr gut als Nahfeldmonitor vorstellen. Und jetzt haben wir hier schon so ein bisschen über den Klang gesprochen und ich weiß, ihr wollt was hören. Ich habe auch hier wieder einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Setzt euch eure Kopfhörer auf, denn auch dieses ist wieder eine 3D-binaurale Aufnahme. Viel Spaß!
you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. Man muss den Lautsprecher bzw. sich selber eine Zeit zum Eingewöhnen geben und dann macht es richtig Spaß, mit dem Lautsprecher Musik zu hören oder neu zu erleben. Auch wenn es häufig so ist, dass die Höhen ein bisschen zu dominant werden. Gerade bei DJ D'Agostino, bla bla bla, hat man diese Zischgeräusche, die dann schon wieder sehr ins Ohr reingehen und sehr stark hervortreten. Auch bei Captain Hollywood Project, More and More and More, da ist es so, dass auch die Höhen ein bisschen dominant sind, aber wie die Stimme hier in den Raum reingegeben wird, das ist ganz großes Kino und das ist richtig genial, genauso wie bei DJ D'Agostino La Passion. Da hat man immer da ist so ein Nachhall in der Stimme drin und der bleibt nicht da vorne, die Stimme bleibt da vorne, aber dieser Nachhall, der wird hier komplett in dem Raum reingegeben. Das ist einfach ganz großes Kino. Das macht richtig Spaß. Und wer jetzt aber meint, dass die Lautsprecher kein Bass oder sowas hätten, ja, der müsste ich mal Escalade von Ben Böhmer anhören. Da hat man richtig Bass. Aber das wird relativ teuer erkauft, denn dann muss die Membran schon richtig stark arbeiten. Aber was auch bei dem Lautsprecher sehr bemerkenswert ist, egal was für eine Lautstärke man hat, er hat immer das volle Potenzial. Da ist jetzt nicht so, dass jetzt, wenn ich volle Kanne fahre, das Ding oder so, dass dann irgendwas, die Dynamik rausgeschnitten wird, dass da irgendwie der Bass runtergeregelt wird oder dass da irgendwas verzerrt oder sowas. Nein, gar nichts. Das bleibt alles so, wie es ist, egal bei was für einer Lautstärke. Irgendwann habe ich den Punkt erreicht, da kann ich zwar noch lauter machen am Lautsprecher oder am Zuspieler, aber da wird nichts mehr lauter, da passiert ja nichts mehr. Und das ist irgendwo eine coole Sache, dass sich da nichts verändert. Aber liebe Leute, was haltet ihr denn von den KEF LS50 Wireless 2? Schreibt es mal unten in die Kommentare und wenn ihr noch weiter was von KEF sehen wollt, dann schreibt mal auch direkt in die Kommentare, was ihr da vielleicht sehen wollt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht da irgendwas gedeichselt kriegen. Das war's für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben und bleibt auch gerne mir treu. Gebt dem Kanal ein Abo und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Euer Speaker Schocker. Tschüss! Da oben sind noch 2 andere Videos und da unten könnt ihr mich abonnieren.